Das hat 2013 angefangen, wo wir nach Hause gefahren sind und im Prinzip da irgendwo auf der Fahrt beschlossen haben, so machen wir das, so könnte irgendwas aussehen und so ein neues System sollte die und die ganz neuen speziellen Parameter beinhalten. Es ist für uns das 11. oder 12. Jahr. Wir konnten immer sehr viel lernen. Ray-Processing haben wir uns hier überlegt, die ganze V-Serie haben wir uns hier überlegt, die ganze Geschichte mit der Emission, also Noise Calc. Das sind alles so Sachen, die auf unserem produktiven Ausflug, sage ich mal, hierher entstehen und so eigentlich in die gesamte Produktgeschichte von D&B mit eingehen. Beim Wacken Open Air gilt eigentlich auch das Gesetz, was woanders auch gilt. Wir wollen es für alle so gut wie möglich gleich machen. Das heißt also homogener Sound, schön laut, schön knackig, schön musikalisch verwertbar. Wir wollen halt das beste System, was man derzeit kriegen kann, mit der modernsten Beschallungstechnik wollen wir zur Verfügung stellen. Einmal für die Gäste und das ist auch ein Anliegen vom Holger Hübner, vom Chef hier. Der will das natürlich auch und wir wollen natürlich so wenig wie möglich Ärger im Dorf einbringen, so wenig wie möglich an den Emissionsmesspunkten anbieten. Und das sind so die zwei Challenges, dass man halt auf dem Platz doch gern laut sein darf, weil es die Leute ja gern haben, aber im Ort drin halt so wenig wie möglich davon ankommen soll und darf. Und jetzt haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal, 2018, die GSL, die große neue Waffe da mit den neuen Bässen. Und das war gestern beim Bruchtest, wo wir schauen, dass die Automaten und die Aggregate halten, war das ein sehr beeindruckendes Spektakel, was da so an Bass sich über den Acker dann so durchpflügt. Also ich habe ein ganz, ganz breites Grinsen ins Gesicht bekommen. GSL hat nochmal deutlich mehr Headroom im Vergleich zur J-Serie, speziell auch im Low-Bereich, also Low-End, Low-Mid, nochmal deutlich mehr Headroom wie im Vergleich zum J. Aber auch im HF, was natürlich zur Folge, dass wir speziell auf die Tiefe mehr Headroom haben in Sachen Array Processing, was natürlich auch hilft, um hier gleichmäßiger zu covern, tonal stabiler zu sein. Das Neue und Besondere am GSL-System, wir haben halt eine Bestückung, die hat zwei 14 Zöller und hat seitlich Lautsprecher, zwei 10 Zöller. Wir haben da schon einen Test gemacht im Jahr zuvor, 2017. Und da hatten wir dann an der Lauter Stage die Möglichkeit für die Leute ein bisschen lauter zu machen. Ein bisschen ist es untertrieben. Und am Messpunkt keinerlei Ärger uns einzufangen. Das heißt, ein Dank an das neue System. Also das gute Prinzip von DNB, more Art, mehr Musik, less Noise, weniger Ärger. Das hilft da sehr, sehr viel. Dann gibt es beim GSL auch neue Subs, SL-Subs. Die vereinen von der alten Serie den Infra und den J-Sub sozusagen in einem Gehäuse. Das sieht jetzt schöner aus, so fürs Auge. Das Auge isst ja auch mit. Aber wir haben auch weniger besser und haben aber sehr viel mehr Druck. Weil, wie gesagt, eine Box von den neuen ersetzt die beiden alten. Seit gestern weiß ich es ganz genau. Das stimmt auch wirklich. Es war sehr beeindruckend. Hier kommen tatsächlich 96 SL-Subs zum Arbeiten. Also wirklich relativ brachial, massives Subarray, das seinesgleichen sucht, würde ich mal fast behaupten. Wir haben ausschließlich Bässe am Boden. Die 96 SL-Subs stehen vor beiden Bühnen, knapp 90 Meter breit. Bässe im Dach brauchen wir ja seit GSL eigentlich nicht mehr. Es ist ausreichend Low-End aus den GSL. Zu den vier Systemen im Main-Hang gibt es zu sagen, wir spielen immer voll, also es laufen immer alle Systeme und es läuft immer links, rechts, links, rechts. Also jede Bühne hat sein eigenes links, rechts. Das ist eigentlich so die Besonderheit, wobei wir da noch ein bisschen tricksen mit Delay-Seite, dass wir noch ein bisschen Ordnung hinkriegen und auch die Ankopplung, Time Alignment zu den Subs nach außen hin und so. Im Delay kommt standardmäßig wie immer ein J8-Setup zum Tragen. Es sind insgesamt 5 Delay-Tower, A12 J8, alles mit AP, also Ray Processing und D80 betrieben. Reaktion der FOH-Leute ist, wie soll es anders sein, sehr, sehr positiv. Also man merkt die Gewalt, die man hat am Fader letztendlich, also die Power, die ist sensationell. Der eine oder andere erschreckt auch erstmal, was wirklich rauskommt. Und tonal, klar, sind sie alle begeistert. Es klingt überall gleich. Und das ist halt ein riesen Vorteil. Zwecks Kontrolle von der Arbeit, die die tun, wissen sie genau, es ist überall gleich, muss mir keine Sorgen machen. Also wirklich genial. Die SL-Serie zeichnet für uns einen komplett neuen Produktlebenszyklus von Line-Arrays an. Wir haben versucht, alles bis daher Gelernte da reinzupacken
mit Neuentwicklungen, sei es von Treibern, sei es von Rigging-Möglichkeiten, sei es von angewandter Technologien, alles noch mal mehr auf die Spitze zu treiben und das Bestmögliche irgendwo rauszuholen. Einer der Hauptfeatures im System ist, dass wir eine breitbandige Direktivität erzeugen wollten, die runtergeht bis 40 bis 50 Hertz, je nach Systemgröße, um eben die unteren 2 Oktaven, die bis jetzt immer omnidirektional waren, auch noch in den Griff zu kriegen. Indoors für den Nachhall, Outdoors für den Emissionsschutz. Das Gleiche passiert auch im Bass, dem SL-Sub. Da haben wir jetzt im Prinzip aus 321 Zöllern mit einer relativ kleinen handlichen Kiste das rausgeholt, was man zuvor mit 2 verschiedenen anderen Bassboxen rauskriegt. Das Ganze noch gepaart mit Rigging, Transport, komplette Möglichkeiten, komplette Infrastruktur drumherum. Das ist das, was die SL-Serie auszeichnet und auszeichnen wird die nächsten 10 bis 12 Jahre. Noch eine kleine Besonderheit hier dieses Jahr ist, dass wir im Outfill zum ersten Mal KSL dabei haben, der kleine Bruder des GSL, auch ein kardioides System. Also es ist im Prinzip tatsächlich nur eine Verkleinerung des GSLs, was sich natürlich hier nahtlos einfügt. Die Übergänge von Main zu Outfill sind sensationell smooth, also es ist unfassbar. Also wenn man mal durchläuft zwischen Outfill-Beschallungsbereich und Main und keine Übergänge wahrnimmt, dann muss man sagen, das ist auch an dem Punkt eine große Verbesserung. KSL, GSL spielt natürlich zusammen. Logisch, das ist ja ein großes Ziel immer von TNB seit den 90ern. Wenn wir was rausbringen, soll das System kompatibel zu dem ganzen anderen Material sein. Es gibt einen Hochtontreiber weniger bei der KSL. Ansonsten ist es die gleiche Anordnung, 2,10 Zoll, seitlich 2,8 Zoll und hat dann halt nur 2 Hochtöner drin. Und Gewicht ist wie gehabt, wie bei der J, 60 Kilo. Und das Ding ist auch handlich, funktioniert auch. An Transportgeschichten muss man noch ein bisschen feilen. Weil gerade die geht ja natürlich mit einer normalen Sattelzuglogistik raus. Da hat man nicht gerade Platz für Bässe oder für die Topteil-Dollies. Da muss man ein bisschen gucken, was man noch reinladen kann. Da muss man noch ein bisschen bei. Aber das ist doch für mich der einzigste Punkt, der da noch offen ist. Es war eine herausragende Auflösung mit dem System und das Ding kann richtig laut. Es geht wirklich sehr, sehr gut vorwärts. Also gibt es nichts zu meckern. War natürlich nicht so ganz einfach, weil was wir mit der GSL erreicht haben, die ganzen Performance-Daten, das noch kleiner hinzukriegen, war natürlich auch ein bisschen Arbeit und war von vornherein zwar geplant, aber nicht hundertprozentig sicher, dass es auch so funktioniert. Mit der KSL, dem kleinen speziellen Lautsprecher, haben wir jetzt ein System in dieser Familie platziert, das so in der Größenordnung eingesetzt jetzt, wo jetzt eigentlich weltweit die J-Serie im Tragen, im Spielen ist. Als Standalone-System, ganz klar, oder eben als perfekter Partner zur GSL, als Outfill oder als Delay-System. Klanglich, performancemäßig wie eine GSL, ungefähr 3 bis 4 dB leiser, einen größeren vertikalen Displaywinkel und die Option, dass man die auch mit Arc-Line durchgelinkt betreiben kann. Wir haben wirklich von allem jetzt Cardioid an allen 3 großen Bühnen. Wir haben überall die neuen Bässe. Insofern ist es halt einmal neuestes Material und man merkt halt schon, das ist die nächste Generation. Wir covern diese 240, 250 Meter Gelände sehr, sehr gleichmäßig, Pegel und auch tonal. Also es gibt wenig Stellen, wo es nicht gleich klingt. Und das bei dem Riesenacker würde ich sagen, perfekt. Also vielen Dank GSL, KSL. Top-Job. Wir wissen genau, was die Verstärker können, was die Systeme können. Wir lassen uns Lautsprecher selber entwickeln, holen wir da den maximale Effizienz aus dem System heraus. Es gibt natürlich immer so eine klare Hausaufgaben bei Systementwicklungen, aber das Interessante sind so die 20-30% drüber, praktisch so die Sahne aufs Häubchen. Ja, das ist unsere Arbeit.